Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück hier aus unserer Kommentatorenbox, um genau zu sein, aus unserem Holmatro Truck hier auf der Interschutz 2015. Das letzte Team des heutigen Tages hier aus Vassberg, aus Deutschland. Die Feuerwehr hier schon am Vorbereiten, um die Rettung zu beginnen. Und an meiner Seite, wie könnte es anders sein, der großartige Ian Dunbar. Hello again, Felix. Last one of the day. It's very warm out there. It's very, very warm for these guys. Ja, wirklich sehr, sehr warm. Absolutes Top-Wetter. Ian öffnet sich hier schon sein gekühltes Getränk. Are we allowed to make commercials about what you're drinking? Yes, other colas are commercially available, but this one is Coca-Cola. Ja, eine schöne kalte Cola jetzt hier. Letzte Extrication des Tages und die Feuerwehr ist hier auch schon sehr, sehr gut dabei. Das Opfer befindet sich im roten Fahrzeug natürlich. So we see again this is quite complex because the green car is it's impeding the access along with our giant redwood tree, our big black tree. And once again this green car is movable should they elect to move it. So it'll be interesting to see first of all if they decide to move it. If they don't, they will probably stabilize the vehicle and restrict a little bit of access. Ja, auch an diesem Punkt muss man wieder sagen, dass das grüne Fahrzeug natürlich ein Hindernis darstellt, ein Problem. Wir werden mal sehen, ob das deutsche Team es schafft, das grüne Fahrzeug vielleicht sogar zu beseitigen. Denn wie im Fall zuvor bei unserem spanischen Team ist das grüne Auto beweglich. Man könnte es also einfach wegdrücken. Naja, wir werden sehen, ob sie es rausfinden. So at the moment they only have access through one rear door, and you saw the medic squeeze himself through there. Like we've said all day, the immediate priority is to get casualty access, secure an airway. And at this point the officer in charge will be doing his best to formulate an extrication plan. If they don't elect to move that green car, which it's looking like they're not going to, they're going to... Yeah, they've wedged the car, so it's and they've stabilised it, so they've not tried adequately to move that. If they would have pushed that back, it would have given them a lot more options. Ja, wie wir gerade sehen, fixieren sie aktuell das grüne Fahrzeug. Sie haben es stabilisiert, das heißt, sie werden es nicht bewegen. Es wird also auch weiterhin als Hindernis hier vor Ort im Weg stehen. Der medizinische Helfer ist bereits im Fahrzeug. Er hat sich durch die Tür durch die hintere Tür ins Fahrzeug gequetscht. Und es ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig, beziehungsweise das Wichtigste, dass zu Beginn der Rettung Kontakt zum Unfallopfer hergestellt wird und hier natürlich die medizinische Versorgung gewährleistet wird und auch natürlich Kommunikation mit dem Opfer hergestellt wird, um so herauszufinden, wie denn die medizinische Verfassung des Opfers zu jeder Sekunde ist. Und deshalb ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass auch der medizinische Helfer sofort Zugang zum Unfallopfer bekommt. So the vehicles are now nearly stabilised and they will enter the glass management phase. I think certainly with this, glass management is important because they need to get more access through the rear, so taking away the glass will give them initially a few more options. Ja, die Stabilisierungsphase ist gleich beendet und dann geht es in die nächste Phase und das ist die Glasmanagement-Phase, in der alle im Weg stehenden Scheiben des Autos entfernt werden, herausgenommen werden. Und jetzt hat er den Safety Pen zerstört. He destroyed the safety pen. He broke it. Really? Yes. He pulled too hard. He must have eaten too much bread last night. It's too strong. There you go. So, also jetzt mit dem zweiten Safety Pen hat es funktioniert. Die Scheibe ist einmal rausgebrochen, wie Sie sehen. Wenn die Scheibe einmal mit dem Safety Pen bearbeitet wurde, dann kann man sie ganz leicht herausnehmen. Hier benutzt er natürlich einen Schutzsack, um sich nicht zu schneiden. Großartige Arbeit hier. Ja, und hier an dieser Stelle sieht man, dass eigentlich, dass man das Glas natürlich hätte auffangen können, um so auch die Hindernisse auf dem Boden zu beseitigen. Could have used like something to catch the glass, right? Yeah, we've seen some of the teams this week put a plastic sheet on the ground and then take the glass from the vehicle. The glass falls on the sheet. They then wrap up the sheet and put the glass in a safe area.
It's the problem with toughened or tempered glass is that when it breaks, we see it breaks into very small beads, and that can cause a slip hazard, a trip hazard. So if you can control that glass, i.e. not have it on the floor where you're working, it is an advantage. So I'm sure that's one of the little details that the assessors will pick up during their debrief. You see the guys have respiratory protection on because there's still bits of glass dust, but they also have face visors. That's just in case any little bits of plastic or metal, it's just for that little extra bit of protection. Man sieht, dass die Jungs hier Visiere tragen, da natürlich immer noch ein bisschen Glas am Fahrzeugheck ist. Durch die Visiere verhindert man natürlich dann, dass herumfliegendes Glas oder auch Plastikteile ins Gesicht fliegen, um diese natürlich wirklich zu bekommen. Gibt diese Visiere hier, also auch wunderbar hier angewandt. Sicherheit geht natürlich zu jeder Sekunde vor. So what the guys are trying to do is actually they've worked down the side and the outside of the trunk or the boot, and they're trying to identify and expose the locking mechanism. That's where the strength is. So if they can spread that and overcome it, it should just pop up and lift. Ja, die Jungs versuchen hier natürlich das Scharnier zu erwischen, beziehungsweise den Schließmechanismus, um die Heckklappe hier zu öffnen. Versucht natürlich den Spreizer an der stärksten Stelle anzusetzen. Und jetzt ist sie offen. Ja, wunderbar. The guys did well there. That can get horribly messy very, very quickly. The guys did really well there. Großartige Arbeit hier. A little tip for spreading a rear hatch like that, you can actually see at the back of the car they have an attachment for towing your trailer. If you put your bottom tip of your spreader on that, it's a very, very strong point, so then you can spread upwards and you can spread through the plastic of the hood, of the trunk, and that towing attachment can be quite useful as a base for your spreaders. Eine gute Idee, die Ian hier gerade erwähnt, ist, dass man den Spreader, also den Spreizer wie heißt das auf Deutsch? An der Anhängerkupplung, an der Anhängerkupplung ansetzt, um so natürlich den Druck von unten nach oben zu gewährleisten. Denn eine Anhängerkupplung hat natürlich ordentlich Power, was da ab und zu dranhängt. Ist ja schon einiges, und so hätte man die Anhängerkupplung nutzen können, um hier die Heckklappe aufzubekommen. See, the guys are just removing the gas struts, and that allows them then to cut the rear hatch free, and they will take that completely away. It just, again, it creates that little bit of extra space and just makes it a neater, cleaner and ultimately safer working environment for the guys there. Die Heckklappe wird wohl jetzt genau, ja, wir sehen es hier sehr, sehr gut. Heckklappe wird entfernt werden, um natürlich auch den Zugang einfacher zu gestalten. Now the crowd out there are largely stood in the shade, I think now, but I can tell you it's probably about 26, 27 degrees. It's very hot out there. And these guys, the kit they're wearing to do extrication is actually fire kit, so that's designed for going into fires. So it's probably well overrated for doing technical rescue work like this. So it's very, very hot work, especially wearing that fire kit. Bei 26 Grad, die wir aktuell hier ungefähr haben, ist natürlich für das Publikum schön im Schatten der Bäume zu stehen. Man sieht es im oberen Bildrand. Ja, aber unsere Jungs von der Feuerwehr hier, die arbeiten natürlich in Feuerwehr-Equipment, das gemacht ist, um Feuer zu widerstehen, ja, Feuerschutz zu bieten, also gegen Feuerschutz zu bieten. Und das ist natürlich eine enorme Hitze, denen die Jungs gerade ausgesetzt sind. Das ist wirklich unglaubliche Arbeit, die sie hier leisten. Und dann auch noch mit diesem Hitzeeinfluss, das macht es natürlich noch um einiges schwer. I have to say, I've just seen the hashtag Holmatro live on the screen. We had a great tweet before. I'm just trying to find it. Yeah, from Stu McEwen. Thanks for tweeting. He said that the teams
have given some good feedback and learned a lot this week. What have Holmatro and Opel learned this week? And I think that's a fantastic question. Thanks, Stu, for your question. What have we learned? Well, first of all, we've learned that teams really appreciate the ability to cut and work on new vehicles. All the feedback so far has been fantastic, so we've learned that. I think we kind of knew that, but it's one thing that's been reinforced. Secondly, I think we've all learned how hard it is to put on one of these challenges. And by the way, these challenges go on all over the world. If you want more information, if you're a team who've never taken part in a challenge before, if you go to worldrescueorganisation.org or search World Rescue Organisation on any popular search engine. I use Google myself, but we're not allowed to advertise perhaps. Just go on Google, type in World Rescue Organisation and you can perhaps find your nearest challenge. Ja, wir haben natürlich einiges in dieser Woche gelernt, auch wie schwer es ist, so eine große Veranstaltung hier stattfinden zu lassen. Natürlich auch einen großen, großes Schulterklopfen an das gesamte Team von Holmatro, die es hier ermöglicht haben, ein so großartiges auf die Beine zu stellen. So Events gibt es natürlich auf der ganzen Welt und wenn Sie nähere Informationen zu derartigen Events benötigen, schauen Sie gerne einmal auf Google vorbei. Das Internet bietet natürlich alle Möglichkeiten und alle Informationen, die Sie auf jeden Fall hier, an denen Sie interessiert sein könnten. Felix, if you look closely in the top left, you can see one of the medics. He's just put the board down on 3 pieces of wood. We see this a lot with teams. The longboard is quite thin, and if you put it down just on the floor, you can trap your fingers. So what the teams do is they'll put out some blocks of wood or some blocks to put the longboard and the patient down on, and it just gives 10 or 15 centimeters clearance. So it's a lot easier to work on the patient at that height as well. So any teams who are watching, it's a really good tip, good trick. Man sieht jetzt oben im linken, ein bisschen mittleren Bildrand, dass die Bahre bereits bereitgestellt wurde und auf Holzblöcken gesetzt wurde, um sie so ein bisschen erhöht auch zu haben. Und die Bahre ist natürlich sehr, sehr dünn und wenn der Patient auf der Bahre liegt und die Bahre auf dem Boden liegen würde, hat man auch Probleme, sie dann wieder vom Boden aufzugreifen, aufzuheben. Oder im Gegenteil, wenn man sie ablegt, könnte man natürlich die Finger auch darunter einklemmen. Also auch in alle anderen Teams ist eine großartige Art, hier die Bahre zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise dann auch später den Patienten auf der Bahre dann auf diesen Holzblöcken wieder abzulegen. Und auch die Arbeit am Patienten ist einfacher, wenn er etwas erhöht ist. Und diese 10 bis 15 Zentimeter, die wir hier durch die Holzblöcke haben, die ermöglichen auch die einfachere Arbeit dann am Patienten, wenn er gleich rauskommt aus dem Fahrzeug und für den Abtransport bereit gemacht wird. Just had another text comment come in saying, really enjoying the commentary, you guys are doing a fantastic job, looks like an awesome competition, and that's from my wife, so that's nice. It's nice to know she's supporting me, so thanks Victoria. Thank you very much, Victoria, for your comment here on our commentary. We're giving our best, I think. We are doing our best, yeah. Ja, Sie haben es gerade gesehen, wenn Sie gerne an der Konversation hier teilhaben möchten, dann nutzen Sie gerne unser Hashtag HolmatroLive noch bis einschließlich Samstag für jegliche Kommunikation, die im Zusammenhang mit unserer Veranstaltung hier stattfindet. Also immer HolmatroLive als Hashtag benutzen. Dann finden wir auch Ihre Fragen. Wenn Sie Fragen haben, gerne raus damit, auch Fotos vor Ort von hier. Wir würden gerne auch mal ein paar Fotos vom Stand sehen. Also Halle 26 sind wir mit unserem großen Holmatro-Stand. Dazu gibt es noch gar keine Bilder irgendwie im Netz. Also wenn Sie Lust haben, Fotos zu machen, HolmatroLive, das ist Ihr Hashtag für diese Woche. We can see the board's gone in, so these guys must be preparing Dara for an extrication. Once again, a great effort, considering they elected not to move the green car. They've tunnelled in, they've made quite a bit of progress here, so this is a really nice effort from the German team. Ja, wir sehen, dass das Brett, also die Bahre gleich ins Fahrzeug gegeben wird und davon abgesehen, dass das grüne Fahrzeug nicht bewegt wurde, trotzdem großartige Arbeit, die Jungs hier leisten, großartige Fortschritte, die sie hier gemacht haben und wir sind gespannt, ob wir dann das Opfer in wenigen Minuten hier
aus dem Fahrzeug gehoben sehen. We have about 4 minutes left, I think, so these guys, I think they're going to be well within the time. They have a little bit more space creation, I think, to do with the seats. But this is looking good for this team, I think. Ja, es sieht sehr gut aus für dieses Team. Wir haben noch ca. 3 bis 4 Minuten übrig. Und ja, sind immer noch weiterhin gespannt, wie es denn hier weitergeht. You can see a little blue tube just to the right of Dara's face. That is actually a nasopharyngeal airway. So that's it's a medical device to assist with Dara's airway that is actually stuck in the nose. But for the purposes of this competition, they're not going to stick it in his nose. So they've simulated that by just sticking it through the strap of his helmet. So no Irish medical students were harmed in the making of this video, I assure everyone. Ja, man hat diesen kleinen blauen Schlauch neben des Gesichts des Opfers gesehen. Der geht eigentlich durch die Nase, aber da unser Opfer natürlich nicht wirklich verletzt ist, hat man das vermieden und hat es simuliert, indem man den Schlauch durch die Seite des Helms geführt hat. But it looks like the board is actually being slid in for the patient extrication. Now look, the judges are looking tired. It's the last one of the day. They're looking a little bit weather beaten, I think. Ja, unsere Jury-Jungs sehen ein bisschen, wie Ian so schön gesagt hat, vom Wetter bearbeitet aus. Das ist natürlich auch für sie die 5. Challenge hier heute an diesem Tag. Natürlich die Hitze ist enorm hier mit 26 Grad vor Ort. Dennoch bleibt die Konzentration natürlich immer auf höchstem Niveau, denn alle Teams werden hier natürlich gleichwertig bewertet und natürlich auch beobachtet bei ihrer Arbeit. The guys will now know, the instant commander will no doubt have his eye on the time and know there's probably only a minute left now. So the heart rates will start to increase, the sweating will start to increase, and this is about the time that any team, even the best team in the world, can start to make mistakes now. So they just need to keep their head, keep the cool, and I think within a minute they can get this patient out. Ja, unser Jury-Einsatzleiter hat natürlich den Blick immer auf die Uhr und in wenigen Sekunden wird dann auch abgepfiffen, denn die 20 Minuten sind fast schon rum. Und hier können natürlich auch noch die größten Fehler jetzt passieren in den nächsten paar Sekunden in der letzten Phase der Bergung hier mit dem deutschen Team. There's actually one of the team there, I think, checking his watch. Yeah, he'll be passing on to the rest of the team that they only have probably 30 seconds left. You can see the panic on his face. That's a good effort. Good effort, guys. Das war der Pfiff unseres Chefjurors. Großartige Arbeit hier vom deutschen Team. Nur einige Sekunden davon entfernt, das Opfer letztendlich aus dem Fahrzeug zu bergen. Und ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen zum Einsatzleiter des deutschen Teams hier und werde die erste Meinung von ihm erstmal hier einholen, wie er denn das Ganze hier empfunden hat, beziehungsweise wie es denn aus seiner Sicht gelaufen ist. Ja, meine Damen und Herren, das deutsche Team hat hier großartige Arbeit geleistet. Ich denke, es gibt erstmal einen riesen Applaus für die Jungs.